Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute noch mal ein kleines bisschen was zum Thema Camaro. Und zwar hatte ich euch bei dem Video, wo ich euch erzählt habe, dass das Auto wieder da ist, ja berichtet, dass mein Lichtschalter hier defekt war. Das hier ist der Lichtschalter beim Camaro. Der hat so eine Multifunktion, bedeutet, er steuert zum einen mal über so ein Potentiometer, dass man, wenn man diesen Schalter hier dreht, den kann man hier drehen, dass man damit eben steuert, wie hell die Tachobeleuchtung ist. Also er hat eine Tachobeleuchtung und wie gesagt, wenn man hier dran dreht, kann man die heller machen oder eben dunkler. Wenn man den Schalter rauszieht oder den Drehregler rauszieht, hat man sozusagen 2 Stufen Licht. Ja? Und der war eben defekt, bedeutete, das Licht ging zwar noch, aber diese Einrastfunktion war kaputt. Und immer wenn ich das Licht angemacht habe, ist es kurz da gewesen. Sobald ich losgelassen habe, war das Licht wieder aus. Das heißt, ich habe das immer ziehen müssen oder halten müssen, damit das Licht funktioniert, war sehr nervig. Das habe ich jetzt schon repariert, das Licht geht wieder. Das habe ich off-camera gemacht, weil ich das bei mir zu Hause gemacht habe, in so einer relativ schnellen Aktion. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Lichtschalter selber wechseln könnt. Das ist sehr, sehr einfach. Ihr braucht gar nicht viel Werkzeuge. Wir müssen lediglich hier diese Verkleidung von der Tacho-Einheit wegnehmen und eben dann den Schalter ausbauen. Ich zeige euch einmal den alten Schalter, den defekten. So, das ist wirklich sehr rustikale Technik an der Stelle. Das hier ist der alte Schalter. Und man sieht schon, der hat auch hier an der Seite, das habe ich nicht gemacht beim Ausbau, sondern der war so verbaut, ist hier schon so ein bisschen aufgesprungen und hebt auch gar nicht mehr richtig. Dann hat er hier eben die verschiedenen Anschlüsse für die verschiedenen Funktionen. Also wie gesagt, einmal Tachobeleuchtung als auch dann Fernlicht und Abblendlicht oder eben Standlicht und Fernlicht, Abblendlicht. Und das, was ich erwähnt habe, hier ist wie gesagt so eine Spindel, also praktisch so eine Art Poti. Und wenn ihr dann an diesem Drehknauf dreht, also hier an diesem Drehknauf dreht, dann verändert ihr hier sozusagen die Position von dieser Spindel, von diesem Poti und dadurch wird dann eben mehr oder weniger Spannung in Richtung der Lampen am Dashboard gegeben. Damit könnt ihr eben die Beleuchtung im Armaturenbrett heller oder dunkler steuern. Und wie ihr sehen könnt, ist hier vorne dann dieser Einsatz drin, um diesen Regler zu befestigen und den kriegt man gelöst. Hier ist hinten so ein kleiner Pin mit so einer Feder und wenn man den runterdrückt, den kann man hier reindrücken und wenn man den reindrückt komplett, dann ist hier vorne sozusagen der Pin entriegelt und man kann den Pin rausziehen. Zeige ich euch jetzt hier gleich, indem wir, wie gesagt, das Dashboard einmal demontieren und dann kann ich euch das zeigen. So, diese Blende vom Dashboard ist hier mit verschiedenen Schrauben gesichert. Ich habe jetzt momentan gar nicht alle Schrauben drin, weil ich hier in letzter Zeit relativ häufig dran war. Einfach Kreuzschlitzschrauben, die könnt ihr hier rausdrehen und das macht ihr eben an allen Stellen. Und dann könnt ihr das nach vorne wegziehen. Ich bereite das jetzt einmal vor und zeige euch das. So, ich habe jetzt alle Schrauben gelöst und jetzt könnt ihr dieses Teil hier einfach so ganz vorsichtig rausziehen. Flop, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil ja, ist altes Plastik, das heißt also auch so ein bisschen zerbrechlich. Hier oben an der Kante hängt das bei mir immer ein bisschen, da weiß ich aber nicht, ob das daran liegt, weil man die Kabel da so komisch verlegt hat oder ob das immer so ist. Da muss man dann so ein bisschen hier das so rausfummeln. Das ist natürlich jetzt mit einer Hand wieder schwierig. Moment. Ich habe euch jetzt mal zur Seite gestellt. Ich hoffe, man kann einigermaßen was erkennen. Wie gesagt, hier muss ich dann immer so ein bisschen runterdrücken, um das da oben aus der Ecke rauszubekommen. Das klemmt da immer so ein bisschen. Mal geht's besser, mal geht's schlechter. Das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Zack, jetzt haben wir es. So, dann kommt das hier so rausgeklappt. Dann haben wir hier hinten dran ist, wie gesagt, der Anschluss für den Zigarettenanzünder. Der ist hier hinten mit so einem Schalter geklipst. Dann haben wir hier so ein kleines Lämpchen, was anzeigt, wenn man nicht angeschnallt ist. Das versuche ich euch mal einzufangen. Also das ist, wie gesagt, der Anschluss für den Zigarettenanzünder. Den kann man hier, der ist einfach nur raufgeklipst, den kann man abklipsen. Hier hinten ist so eine kleine Lampe eingedreht, die dann anzeigt, hier vorne, wenn man nicht angeschnallt ist, also im Fahrzustand, die kann man einfach rausdrehen und wegnehmen. Und hier hinten haben wir dann eben zum einen hier oben die Einstellung für den Scheibenwischer, das ist der obere Teil. Und da hinten dran ist eben dann dieser Lichtschalter. Und da hat es, wie gesagt, diesen kleinen Pin, den man drücken muss, um diesen Knauf hier rauszubekommen. Und das versuche ich euch jetzt mal zu zeigen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr das hier entriegelt bekommt. Das heißt, ihr fahrt den jetzt erstmal 2 Stufen raus. Dann drückt ihr hinten diesen Stift, den ich euch vorher gezeigt habe, an dem Schalter.
und zieht den dabei weiter raus, beziehungsweise dreht den auch so ein bisschen. Und jetzt habe ich den ein bisschen gedreht und hinten den Schalter gedrückt und dann kommt dieser Pin hier raus. Dann habt ihr den sozusagen gelöst. Und dann haben wir hier jetzt so eine kleine, ja ich sag mal, Plastikhülse oder Plastikmutter. Und die sichert dann den Schalter da im Gehäuse. Bedeutet, die können wir dann mit einem entsprechenden großen Schlitzschraubenzieher oder mit so einem Unterlegkeil, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, so um Clips oder Plastikdinge zu entfernen. Mit dem könnt ihr hier gegenhalten und das Ganze dann verdrehen und dann ist der Schalter gesichert. Und wie gesagt, wenn ihr den Schalter ganz ausbauen wollt, nehmt ihr eben erst diesen Pin raus, löst dann hier diese Plastikmutter und dann könnt ihr den Schalter nach hinten wegziehen. Und die angesteckten Kabel am Schalter, die könnt ihr einfach abklipsen. Also das ist ja ein normaler Stecker. So, und wenn ihr das wieder befestigen wollt, dann nehmt ihr wieder hier euren Einstellpin, drückt den einfach wieder komplett rein und dann ist das wieder fest, geht also auch nicht raus, weil das eben nur in dieser gezogenen und gedrückten Position sich entfernen lässt. So, das war schon der ganze Zauber. So, und wie gesagt, wenn ihr den Pin entfernt habt, diese Plastikmutter gelöst, und dann hier den Stecker von dem Schalter abgezogen habt, könnt ihr den Schalter hier so nach hinten rausnehmen, tauschen und eben entsprechend wieder einsetzen. Hier hinten kommt man dann eben auch wunderbar an das Armaturenbrett, also beziehungsweise an die Instrumententafel heran. Nur die ist dann hier nochmal gesichert mit solchen kleinen, was sind das, wahrscheinlich 6er oder irgendwas. Mit einer 6er Nuss kann man das wahrscheinlich lösen. Da ist das, wie gesagt, sozusagen gesichert und dann könnt ihr das rausnehmen. Das muss ich mir bei Gelegenheit auch mal anschauen. Denn ich habe so ein bisschen Probleme mit der Anzeige von meinem Drehzahlmesser. Ansonsten, das kennt ihr ja noch von meinem Radio-Video, da habe ich ja hinten die Boxen verbaut. Da muss ich auch mal schauen, ob ich das lasse, wenn ich auf das Becker-Radio wechsle oder ob ich da vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit finde, die Boxen etwas schöner unterzubringen, vielleicht auch mit einem etwas besseren, größeren Resonanzkörper, als jetzt dort unterhalb vom Armaturenbrett. Das muss ich dann schauen. Wie gesagt, hier noch diese beiden Kabel. Wenn ihr das hier ganz wegnehmen wollt, dann müsst ihr eben auch hier den 12-Volt-Anschluss und dieses Lämpchen von dieser, was eben euch anzeigt, ob ihr angeschnallt seid oder nicht, entfernen. Und hier drüben, wie gesagt, das ist auch nur gedreht. Und dann könnt ihr hier das Lämpchen rausnehmen oder halt den Stecker abschrauben. Je nachdem, der ist hier befestigt und den hinteren braucht ihr eigentlich nicht abschrauben. Da müsst ihr nur hier den Stecker abziehen und dann könnt ihr das rausnehmen. Das war jetzt also sozusagen für euch zu zeigen, wie man diesen Lichtschalter wechselt oder dann eben auch repariert. Bei mir war der, wie gesagt, kaputt. Was vielleicht auch noch interessant ist, für den einen oder anderen, euch ist es wahrscheinlich aufgefallen, das hier sieht ja nicht original aus. Dieser Halter war bei mir abgebrochen. Normalerweise hat man ja hier solche Halter. Und habe ich mir mit dem 3D-Drucker einfach eine entsprechende Hülse gemacht, das hier ein bisschen angefeilt und dann eingeklebt. Das werde ich jetzt demnächst noch mal ein bisschen mit zusätzlichem 2-Komponenten-Kleber hier an den Kanten ummanteln, dass das noch ein bisschen fester sitzt. Das sitzt jetzt schon ganz gut, aber einfach um sicher zu gehen, möchte ich hier noch was an die Kanten machen mit 2-Komponenten-Kleber. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, die Schraube auch wieder zu befestigen. Das auch nochmal so als kleiner Hinweis für euch. Wenn sowas kaputt geht, ja, ist es ganz hilfreich, wenn man einen 3D-Drucker hat, dann kann man sich eben solche Hülsen bauen. Und jetzt hätte ich gesagt, schraube ich hier die Blende wieder ran und dann zeige ich euch das, wie das wieder aussieht, wenn das zusammengebaut ist. So, das habe ich jetzt alles wieder festgemacht. Von diesen kleineren Schrauben hatte ich leider 2 zu wenig. Das heißt, ich habe jetzt hier drüben etwas größere verwendet, funktioniert aber genauso gut. Und jetzt hätte ich gesagt, zeige ich euch einmal vorne, wie das mit den Scheinwerfern wieder funktioniert. So, ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen einzufangen. Schauen wir mal in Richtung dieser Kiste da. Und ich denke, man kann erkennen, dass da das Licht angeht. Und ich muss auch hier jetzt nicht halten, sondern das bleibt in der Position. Und wir sehen, dass das Licht an ist. Und wenn ich jetzt den Schalter wieder reindrücke, geht das Licht wieder aus. Ich zeige euch das auch einmal vorne am Auto. So, also wir sehen Seitenmarkierungsleuchte. Und wir sehen auch vorne hier jetzt eben das Hauptlicht, wie das funktioniert. Das ging eben nicht, weil der Schalter defekt war. Jetzt mache ich mal nur Standlicht, sozusagen Stufe 1. So, ich habe den Hebel jetzt nicht ganz raus, sondern nur 1 rausgezogen. Und dann sehen wir eben, haben wir hier die Seitenmarkierungsleuchte und vorne, da brennt so ein kleines Kerzchen. Also das ist dann sozusagen Standlicht und das andere ist eben das normale Abblendlicht. Funktioniert jetzt wieder und jetzt wisst ihr auch, wie ihr da rankommt, was das Problem ist und was ihr machen müsst, um diesen Schalter zu tauschen.
Wie gesagt, die gibt es Gott sei Dank noch sozusagen nach Originalvorgabe oder eben nach Herstellerspezifikation. Also das heißt, es war wirklich Plug and Play. Ich konnte meinen Stecker hier einfach draufstecken, musste nichts von den Kabeln ändern. Auch hier dieser Anschluss mit dieser Plastikhülse oder Plastikmutter, die da ja hinten dran sitzt, diese Plastikmutter oder Hülse, die hat auch 1:1 an den neuen Schalter gepasst. Das funktioniert alles wunderbar. Also das ist wirklich eine schöne, einfache Arbeit, um das Ganze wieder instand zu setzen bzw. zu reparieren. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei im Video. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Camaro-Video wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.